Es ist ein neues Jahr. Ganz viele sind sicherlich von euch Ende letzten Jahres ins Ausland ausgewandert. Was aber, wenn es nicht geklappt hat mit der Auswanderung? Vielleicht ist jemand krank geworden. Vielleicht hast du es alles nicht geschafft. Wer weiß. Musst du nun ein Jahr lang warten, bis du wieder auswandern kannst? Damit wollen wir uns in diesem Video befassen. Nun zunächst mal, es stimmt, sehr viele Mandanten ziehen zum Jahreswechsel ins Ausland um. Einfach deswegen, weil wir natürlich auch so eine innere Uhr haben und das neue Jahr ist ein neuer Anfang und da kann man natürlich dann gleich ein neues Leben im Ausland anfangen. Viele sagen sich auch, okay, ich ziehe zum Jahreswechsel um, da muss ich schon mal für das neue Jahr keine Steuererklärung mehr in Deutschland einreichen. Auch dies könnte ein guter Grund sein. Nicht immer klappt es aber natürlich mit dem Auswandern. Ein häufiger Grund ist, dass man vielleicht sein Haus nicht rechtzeitig verkauft. Oder jemand wird krank. Oder ein Familienmitglied hat im letzten Moment Zweifel. Oder es gibt viele Gründe, warum die Auswanderung dann zum Jahreswechsel nicht klappt. Hier besteht nun wirklich kein Grund zur Panik, denn es macht letztlich keinerlei Unterschied, ob du zum 31.12. umziehst, zum 31.03., zum 31.07. oder zum 31.10. Die unbeschränkte Steuerpflicht in deinem Wohnsitzstaat, zum Beispiel Deutschland, endet mit dem Datum des Wegzuges. Du musst natürlich für diesen Zeitraum dann noch eine Steuererklärung einreichen, alle deine Steuern auch bezahlen, aber du bist nicht für das ganze Jahr dann dort in Deutschland oder deinem Wohnsitzstaat steuerpflichtig. Du kannst jederzeit auch zu einem anderen Zeitpunkt ins Ausland umziehen. Ich rate dir also nicht, jetzt noch bis zum nächsten Jahreswechsel zu warten. Dafür gibt es gar keinen Grund. Jetzt kümmere dich erstmal um deine Vorbereitung. Wie gesagt, es ist wichtig, dass hier alles vorbereitet ist, dass alles organisiert ist und dann such dir in aller Ruhe einen geeigneten Zeitraum aus, auch wenn das die Mitte des Jahres ist. Du ziehst dann um, wenn du alles vorbereitet hast und wenn du bereit bist. Steuerlich ergeben sich dafür für dich keine Nachteile. Einige Ausnahmen gibt es allerdings für diese Aussage. Hier ein paar Beispiele. In Spanien zum Beispiel gibt es das sogenannte Beckham Law und wenn du dieses nutzen möchtest, dann ist das Beckham Law für das Jahr der Ankunft und weitere 5 Jahre gültig und nutzbar für dich. Wenn du also erst am 31.10. ankommst, dann kannst du das Beckham Law letztlich nur noch für 2 Monate und 5 Jahre nutzen. Kommst du aber am 1. Januar an in Spanien, dann kannst du es für ganze 6 Jahre nutzen. Wie gesagt, das hat jetzt mit Deutschland oder deinem Wohnsitzland nichts zu tun, sondern das ist eher eine Frage des Landes, wo du eben hinziehst. Und da gibt es andere Beispiele. Der NHR-Status, der jetzt ja ganz stark überarbeitet wird in Portugal, ist genauso strukturiert. Kommst du dort im Oktober an, dann bist du eben für dieses Jahr dann noch unbeschränkt steuerpflichtig in Portugal für die 2 Monate und kannst danach noch 9 Jahre lang den NHR-Status nutzen. Kommst du Anfang des Jahres an, kannst du ihn für ganze 10 Jahre nutzen. Das ist also ein gutes Beispiel, wo hier letztlich die Auswanderung am Datum irgendwie hängt, beziehungsweise es da schon Abhängigkeiten gibt. Hast du also vor, in eines dieser Länder umzuziehen oder in ein anderes Land, wo es ähnliche Abhängigkeiten gibt, dann ist natürlich der Zeitpunkt des Umzuges innerhalb eines Kalenderjahres schon relevant. Dann würde ich mir vielleicht schon überlegen, nochmal 1 Jahr oder ein halbes Jahr zu warten. Je nachdem, wie viele Steuern du in Deutschland noch bezahlen musst, zum Beispiel in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr, würde sich daraus dann auch die Entscheidung ergeben, ob es Sinn macht, auch für ein Rumpfjahr schon in ein steuergünstiges Land umzuziehen oder nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du jetzt nichts überstürzt, hier nicht in Panik gerätst, sondern dir ganz ruhig überlegst, was jetzt für dich die besten Schritte sind. Auf jeden Fall würde ich davon abraten, irgendwas zu überstürzen. Ich würde zum Beispiel auf keinen Fall eine Firma so ohne weiteres gründen im Ausland, solange du noch in Deutschland wohnst. Denn du weißt, dann gibt es bestimmte Meldepflicht und alles mögliche andere zu beachten, was du alles nicht am Bein haben willst. Also auch wenn es hier zu einer Verzögerung kommt, dann würde ich auch die nachgelagerten Schritte dann entsprechend nach hinten verschieben und jetzt nicht sagen, okay, wir können jetzt zwar erst in einem Jahr dann umziehen, aber ich gründe schon mal eine Firma im Ausland, dann können wir schon mal anfangen, die aufzubauen. Das wäre also schlecht. Ich würde dir also empfehlen, hier alles ganz ruhig anzugehen, genau zu planen. Hier, man sagt im Englischen, get your ducks in a row. Also plane hier und setze dann den Umzug so um, wie es für dich aus steuerlicher und organisatorischer Sicht am besten
ist. Wir unterstützen dich gerne dabei und ich würde mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen, auch wenn sich vielleicht jetzt alles ein wenig verzögert. Den Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in das Video mit hinein. Wir unterstützen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, dich auch im Beratungsgespräch kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.